Es ist äußerst ruhig geworden um die LVMH-Aktie. Dabei startet die jetzt langsam ihren Turnaround. Herzlich willkommen auf dem Börsenparkett. Ich zeige euch nochmal die aktuelle Situation bei LVMH auf und ja, verrate euch auch, wie die aktuelle Meinung meinerseits zu dem Unternehmen aussieht. Wir haben ja jetzt hier vor kurzem nochmal neue Quartalszahlen auch vorgelegt bekommen von LVMH. Und ja, die waren jetzt nicht die allergrößten Bringer, aber auch charttechnisch sind wir in einer sehr interessanten Situation. Also wir befinden uns nach wie vor eigentlich noch in einer sehr eher schwierigeren Lage jetzt hier in diesem Luxussegment. Der CEO Bernard Arnault hat jetzt hier am 28. Januar einen neuen Investorenletter rausgebracht, der noch ein bisschen die Ziele oder Key Facts von 2024 zusammenfasst. Wir haben hier 48 Milliarden Euro Umsatz. Es ist ein riesiges Unternehmen, das auch wirklich einfach extrem viel Cash druckt. Hier mit 10 Milliarden Euro Free Cashflow, also das ist wirklich sehr stark. 29% Steigerung im operativen Cashflow. Das ist natürlich wirklich eine ja, sehr, sehr gute Entwicklung, die LVMH hier an sich verzeichnen kann. Man hat 215.000 Mitarbeitende, ist natürlich auch eine wirklich sehr große Anzahl, 119 Produktionsstandorte und Craft-Workshops in Frankreich. Also es ist auch schon auch ein französisches ja, großes Unternehmen. Außerdem die Dividende wird ja hier langfristig auch sehr schön erhöht und man erwartet jetzt eigentlich, dass hier so ein bisschen die geopolitischen und makroökonomischen Gegebenheiten ja eher schwierig bleiben. Ich denke, es ist auch jedem klar, mit Donald Trump wird es wahrscheinlich nicht vorhersehbarer, sage ich mal. Aber sie glauben, dass sie dennoch hier wieder zu guten Ergebnissen kommen werden. An sich sehen wir jetzt hier nochmal die Zahlen auf einen Blick zusammengefasst. Das Hauptsegment der Umsätze liegt natürlich nach wie vor hier in Asien, also ohne Japan, also China und diese Märkte. Das sind einfach die wichtigsten Märkte für LVMH. Danach kommt dann sowas wie USA. Bei Business Group ist der Revenue-Anteil am höchsten bei Fashion und Leather Goods. Das ist der allerwichtigste Markt. Die anderen, vor allem hier Wein und Spirituosen, die sind natürlich auch wieder im Moment gar nicht gut gelaufen. Da hat man sehr, sehr viele Probleme. Also aber der Hauptfokus auf Fashion und Leather Goods. Hier Wine Spirits, Perfume Cosmetics, Watches und Jewelry sind jetzt im Moment eher die schwächeren Segmente. Das Retailing läuft gar nicht mal so schlecht. Mit Sephora haben sie sich hier ja, relativ gut platziert im Markt. Das läuft einigermaßen in Ordnung. Jetzt bei den vorletzten Quartalszahlen haben aber auch vor allem nochmal die Fashion Leather Goods deutlich enttäuscht, was dann auch nochmal zu einem relativ starken Kursrückgang auch geführt hat. Hier wird jetzt nochmal auf eingegangen, auch auf die Olympischen Spiele. Hier sieht man mal die Entwicklung des Kurses im Vergleich mit dem CAC 40. Da sehen wir, dass ja, LVMH immer noch ein kleines Stück über dem CAC 40 auf Sicht der letzten 4, 5 Jahre liegt. Also das ist schon immer noch ein bisschen besser, die Performance, aber wir müssen schon sagen, also LVMH hat da von der Outperformance doch deutlich federn lassen müssen. Schauen wir uns mal den Qualitätscheck an von LVMH. Da sieht es ja natürlich nach wie vor immer noch gut aus. Also wir drucken extrem viel Cashflow, extrem viel Geld. Langfristig ist die Entwicklung schön mit anzusehen. Die Prognosen sagen auch, es soll hier ab 2025 wieder steigende Gewinne geben, steigende Cashflows geben. Die Payout Ratio ist absolut gesund hier mit ca. 50%, auf jeden Fall völlig im Rahmen. Die Margen, die steigen alle langfristig. Umsätze sollen jetzt auch wieder anfangen zu wachsen. Haben wir jetzt in den letzten Quartalen beziehungsweise vom 23 auf 24 sogar ein rückläufiges Umsatzwachstum hier gehabt. Aber die Analysten prognostizieren jetzt hier zumindest ja, wieder steigende Umsätze und auch steigende Margen. Die Bilanz ist ja sehr gesund, also da sind überhaupt gar keine irgendwelche problematischen Inhalte hier mit drinnen. Es liegen hier auch keine irgendwie rückgekaufte Aktien mit drinnen. Das Einzige ist, dass noch ein bisschen Goodwill hier mit drin liegt. Ist natürlich nicht auch nicht untypisch, da das Unternehmen ja auch gerne mal Übernahmen tätigt oder sich an anderen Luxuskonzernen auch beteiligt.
Die Aktienanzahl, die ausstehend ist, die ist tendenziell hier rückläufig. Man hat aber jetzt im Vergleich zum letzten Quartal hier keinen Aktien zurückgekauft, aber von 2023 bis 2024 wurde jetzt hier die Zahl nochmal minimal reduziert. Es sind jetzt nicht mehr die absolut ja, wahnsinnig starken Rückkäufe. Die waren hier mal so im Jahr 2021, wo man wirklich sehr, sehr viel Cashflow auch generiert hat, höher. Aber die Prognose geht jetzt auch davon aus, dass es mindestens mal gleich bleibt oder sogar leicht sinkend. Also davon bin ich eigentlich auch überzeugt. Man ist ja jetzt hier nicht irgendwie abhängig davon, großartig neue Aktien ausgeben zu müssen. Auf Sicht der letzten 5 Jahre, was die Bewertung angeht, sind wir im Moment leicht unter dem Durchschnitt. Sehen wir jetzt auch hier links ganz knapp. KGV bereinigt 27,3 im Vergleich zum Schnitt von 29 in den letzten 5 Jahren. Auch alle anderen Kennzahlen sagen uns hier im Moment, ja, also minimale Unterbewertung. Also doch eigentlich ganz attraktiv, um sich das nochmal genauer anzusehen. Wenn wir uns den Bewertungszeitraum anschauen auf Sicht der letzten 5 Jahre auf Basis des bereinigten Gewinns, sehen wir auch hier, wir sind im Moment noch unterbewertet. Wenn wir uns da die Prognosen bis 2027 mal die mittleren herannehmen, dann wäre das eine aufs Jahr gerechnete Rendite von 15,6%, also doch ja eigentlich schon eine sehr starke Entwicklung, die hier LVMH hinlegen könnte. Auch auf Basis des operativen Cashflow sieht es ganz ähnlich aus, bilanzierter Gewinn sowieso, also da an sich alles in Ordnung. Wir können uns den Zeitraum noch ein wenig ja, kurzfristiger anschauen, also auf Basis der letzten 3 Jahre. Und da können wir jetzt eben feststellen, dass wir hier im Moment ein bisschen überbewertet sogar sind, weil da jetzt auch dieser Rückgang ja letztlich höher bewertet ist und die 2 eher besseren Jahre nochmal ausgeklammert wurden. Es ist jetzt eben die Frage, schafft LVMH jetzt hier den Turnaround wieder hin zu mehr Wachstum? Ist jetzt so diese Flaute mal ein bisschen abgebaut oder ja, schafft man es nicht? Das wäre natürlich dann wirklich schwierig. An sich, meine ich, das Unternehmen ist ja, kerngesund. Es fehlt jetzt eben hier nur an Wachstum. Man ist hochprofitabel, man kann ja schon noch seine Produkte verkaufen, so ist es ja nicht. Aber ja, es ist eben so an der Börse, dass Wachstum die allerwichtigste Rolle spielt und wenn kein Wachstum da ist, dann ist eben diese hohe Bewertung eigentlich nicht mehr gerechtfertigt, auch wenn dieses Unternehmen wahnsinnig hochqualitativ ist. Das ist natürlich ganz klar. Von der operativen Marge her gesehen, da können wir uns das auch nochmal anschauen und da sehen wir eben auch, dass Fashion und Leather Goods die absolut höchste Marge hat von diesen ganzen Segmenten. Retailing hat natürlich die allerniedrigste Marge, ist auch klar. Wein und Spirituosen hätte tatsächlich auch eine relativ gute Marge, leidet aber eben auch leider im Moment unter dieser wirklich schwierigen Situation. Aber die könnte sich natürlich auch mal wieder bessern, das ist eh klar. Die regionale Verteilung, die haben wir jetzt gerade ja eh schon gesehen. Und jetzt guckt man gleich noch die Dividende an. Bevor wir dazu kommen, wenn du noch kein Abonnent bist auf diesem Kanal, dann wird es auf jeden Fall jetzt Zeit dazu. Gerne kostenloses Abo dalassen, Daumen nach oben, nicht vergessen, wenn du solche Videos feierst, gerne auch andere Videos noch von mir auschecken, zum Beispiel zur Pepsi-Aktie, habe ich mal die aktuelle Situation für euch eingeordnet. Also danke dir auf jeden Fall. So, gucken wir uns LVMH hier nochmal an. Also im Moment sehen wir hier KGV so 27. Dividendenrendite ist jetzt auch schon attraktiv, gerade wenn wir uns die Historie anschauen, wie die Dividende bezahlt worden ist, sehen wir, ja, also die Analysten gehen davon aus, dass die Dividende langfristig weiter steigen soll. Davon gehe ich eigentlich auch tendenziell aus. Also ist es ja auch noch von der Payout Ratio alles im Rahmen. Diese Interimsdividende von 7,5 meine ich, ist angekündigt worden, also auch völlig im Rahmen und natürlich sehr schön zu sehen. Das Problem ist eben nur, dass hier wieder die Quellensteuer zulangt und ja, das verstehe ich sowieso nicht, warum das nicht einfach europäisch regulatorisch ja, mal richtig gemacht werden kann. Es kann doch nicht so schwer sein. Also das ist eigentlich wirklich das Armutszeugnis, also wirklich eigentlich eine Frechheit. Aber es ist eben so, wir können nichts dran ändern. Das ist ein ja, sehr dicker Minuspunkt, sage ich mal jetzt hier bei generell französischen Aktien, den man leider immer mit berücksichtigen muss. Wenn wir uns das nochmal angucken im Vergleich mit dem S&P 500, hat der tatsächlich auch mittlerweile mit LVMH aufgeschlossen auf Licht der letzten 6 Jahre. Also LVMH eigentlich der riesen Outperformer gewesen, ewig lange und jetzt diese ganze Outperformance abgebaut und LVMH war sogar kurzfristig mal schlechter unterwegs als der S&P 500 und das zeugt natürlich auch von einer wirklich ja, schwierigen Lage für das Unternehmen.
weil, also ja, wenn ich hier auf dem S&P 500 setze, da habe ich 500 Unternehmen, da habe ich mein Risiko unglaublich gut gestreut und wenn ich dann stattdessen in LVMH investiere, also ein einziges Unternehmen, dann muss ich erwarten, dass ich hier eine höhere Rendite erziele, weil ich gehe ja natürlich auch ein viel höheres Risiko ein. Also eigentlich ein 500-fach hohes Risiko. Das ist natürlich ein bisschen verzerrt, dieses Bild dann, aber ist ganz klar, also wenn wir in Einzelaktie investieren, dann erwarten wir ja auch eine höhere Rendite im Vergleich zum Index, weil sonst ist das ja wirklich also absolute Katastrophe, muss man einfach so sagen. Es war jetzt hier leider ja, seit eigentlich so 2023 wirklich schwierig, Investor bei LVMH zu sein. Bevor wir uns den Aktienkurs jetzt nochmal anschauen, also den Chart, wenn du noch keinen Aktienbroker hast, beziehungsweise noch einen zweiten vielleicht aufbauen möchtest, dann kann ich dir Finanzen.net Zero empfehlen. Da kannst du hier bis zu oder beziehungsweise 5% pro Monat Cashback auf deine Sparrate bekommen. Eben hier auf diesen Amundi MSCI World ETF, also wirklich sehr cool, einen kleinen Bonus obendrauf praktisch auf deine Sparrate mit dem ersten angepinnten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung. Gerne hier mal ein Depot eröffnen und ja, hilfst da natürlich auch damit, meinen Kanal damit zu unterstützen. So, gucken wir uns den Chart an. Wir sind jetzt hier auf Wochenbasis. Mittelfristig befindet sich LVMH, also Wochenbasis, wieder tatsächlich hier im ja, einem guten Bild, also eher aufwärts gerichtet, haben wir jetzt hier lange diese zweiwellige Abwärtsbewegung gesehen. Wenn wir uns das Ganze noch etwas genauer hier in den letzten Wochen anschauen, können wir eben feststellen, wenn ich mal alle Zeichnungen ausblende, dass wir hier einen Boden vollendet haben. Also mit Überschreiten von 700 Euro haben wir diesen mittelfristigen Boden abgeschlossen. LVMH hat sich hier eine Trendumkehr geleistet. Also wir sind jetzt hier eigentlich direkt aufwärts, weil das hier so eine Art Doppelbodenstruktur ist. Also mindestens mal der Trend gebrochen, tendenziell sogar eher hier der Trendwechsel schon passiert. Und das erhöht natürlich jetzt absolut die Wahrscheinlichkeit, dass LVMH wieder Richtung Allzeithoch läuft. Also jetzt ist die Aktie wirklich sehr spannend und nicht hier. Also hier war sie noch gar nicht spannend. Hier unten war sie dann auch schon interessant, weil hier schon erste Anzeichen waren für eine Bodenbildung. Aber jetzt ist jetzt eben nochmal so ein Rücksetzer da und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, irgendwie ja, schaut jetzt da keiner mehr drauf. Also jetzt sollte man sich die Aktie schon nochmal genau auf den Tisch legen und überlegen, ja, möchte ich dann nochmal nachkaufen? Es würde sich jetzt auf jeden Fall definitiv anbieten. Wir haben hier einen guten Push rausgesehen, kleine Korrektur, jetzt hier dieser Wochentrend rausgenommen, sind über der 200-Tage-Linie, sind jetzt gerade auf dieser Gap, die wir angelaufen haben, haben jetzt schon eine kleine Reaktion darauf gesehen tatsächlich. Und ja, an sich ist das CAV jetzt auf diesem Niveau schon noch durchaus attraktiv. Könnte mir jetzt aber auch vorstellen, dass wir die Gap auch schließen, vielleicht sogar nochmal 640 sehen. Wäre auch sehr schmackhaft, wenn wir nochmal die 640 anlaufen. Aber ich denke eher tendenziell, dass wir jetzt hier den Boden nochmal verenden. Also mit Überschreiten von 699 Euro könnte man hier einsteigen mit einem Tagesschlusskurs drüber, könnte man nochmal LVMH aufstocken. Und ja, dann gehe ich tatsächlich eher von steigenden Kursen aus. Also im Moment sieht es sehr, sehr bullisch aus. Es sieht so aus, als wäre die Korrektur bald abgeschlossen für LVMH. Ja, ganz sicher können wir uns da erst sein, wenn wir über 904 sind, beziehungsweise 880, diesen ja, zwei Zielmarken. Erst dann ist diese langfristige Korrektur definitiv abgeschlossen, aber es sieht jetzt hier schon sehr gut aus und wir befinden uns natürlich auch noch in der unteren Hälfte dieses Charts. Deswegen ja, ist es für mich jetzt doch noch attraktiv, langfristig LVMH ins Depot zu legen. Ich habe es ja auch selber im Depot und ja, denke, dass ich da mir nochmal eine Aktie vielleicht ins Depot lege, aber natürlich keine Anlageberatung. Ihr müsst immer selber entscheiden, was ihr mit eurem Kapital dann letztlich macht. Das ist jetzt hier nur meine Meinung. Ja, wir müssen eben abwarten, wie sich die Aktie jetzt hier nochmal entwickelt. Gibt es hier dieses kleine Kaufsignal? Wäre es auf jeden Fall attraktiv. Kann natürlich auch sein, dass wir uns hier ein bisschen seitwärts entwickeln, wäre natürlich auch absolut kein Problem. Das würde den Boden dann letztlich nur stabiler machen, wenn danach ein Ausbruch erfolgen würde. Dividenden-Yield Indicated ist jetzt gerade bei 1,9% aktuell, also das auch schon für diesen Wert, denke ich, doch attraktiv.
Was sehr, sehr interessant ist, während LVMH da unten in diesen Regionen rumkrebst, ist Hermes. Hermes längst auf Allzeithoch, also hat schon längst diese letzten Hochs aus 2024 wieder rausgenommen. Haben wir uns ja auch öfter angeschaut, LVMH im Vergleich zu Hermes. Mir hat diese Struktur, dieser Bogen hier überhaupt nicht gefallen bei Hermes. Also wenn wir uns hier mal diesen Bogen anlegen, sehen wir, dass Hermes so eine Art, ja, irgendwie bogenförmige Bewegung hier gemacht hat. Und ja, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Habe jetzt auch natürlich gesehen, dass das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, ist bei LVMH deutlich besser gewesen. Aber ja, also LVMH ist, glaube ich, 35% circa jetzt vom Tief gestiegen. Bei Hermes sind es circa 10% mehr. Also Hermes wäre jetzt hier, wenn man unten gekauft hätte, nochmal ein bisschen besser gewesen. Aber ich denke, sind beides sehr spannende Aktien. Und wenn Hermes mal einen Schnitzer hat, dann wird die Aktie richtig dick abgestraft, weil mit dieser hohen Bewertung, ja, da wird es dann einfach problematisch. Das Problem hätte dann LVMH eher weniger. Aber es sind beides sehr spannende Aktien und kann ich absolut nachvollziehen, wenn man eine der beiden im Depot hat. Oder natürlich auch gern beide, kann man natürlich auch machen. Einfach gemischt die beiden mit einer Positionsgröße ins Depot legen. Ja, aber das war's zu der Aktie. Ein kleines Update mal hier zu LVMH und zur aktuellen Situation nochmal ins Gedächtnis rufen, nochmal überlegen, ob man die vielleicht nochmal nachkaufen möchte. Auch bei mir eben jetzt gerade ein Gedanke, der im Kopf rumschwirrt. Es war's jetzt erstmal für dieses Video. Wenn es dir gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben da lassen, falls du es noch nicht vergessen hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abo natürlich nicht vergessen, Glocke anmachen und bis dann. Ciao.